Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video von der Gamescom. Nachdem wir bereits am Mittwoch ein Video mit Spielszenen der LS15 Gold Edition veröffentlicht haben, folgt nun das Interview mit Giant Software zur speziellen LS-Hardware von Mad Catz bzw. Cytec, zur kommenden Erweiterung und zur neuen mobilen Version. Fragen zum Landwirtschaftssimulator 17 wurden noch nicht beantwortet. Vorab schon mal die Info, dass wir Probleme mit dem Ton hatten. Dadurch waren manchmal etwas komische Schnitte und Nachsynchronisationen notwendig. Dies bitten wir zu entschuldigen. Und jetzt geht es los. Viel Spaß! Zunächst einmal möchten wir erfahren, wer Sie sind und wofür Sie bei Giants zuständig sind. Also mein Name ist Emil Drefers, ich arbeite als Softwareentwickler bei Giants und kümmere mich vor allem um die Skripte, die ganzen Funktionen im Spiel. Auch kümmere ich mich um die Fahrzeugintegration. Ich kriege die fertigen Modelle, zerlege sie dann und schaue, dass alles richtig animiert wird, alles richtig zusammenklappt. Die Fahrzeugintegration. Da kümmere ich mich noch ein bisschen um die Öffentlichkeitsarbeit und auch um Support im Foren. Dann steigen wir direkt einmal mit ein paar Fragen zum LS-Lenkrad ein. Wie wird das Lenkrad befestigt und sitzt es dann wirklich fest oder wackelt es schnell mal hin und her? Nein, also zum einen hat das Lenkrad kein Force Feedback, das heißt so starke Kräfte wirken gar nicht. Und befestigt wird es letztendlich über eine Schraube, die man von unten gegen den Tisch dreht und dann bildet sich immer mehr Spannung und das hält sehr gut. Ja. Das können wir bestätigen, wir finden die Lösung mit der Schraube von unten optimal. Wie viele USB-Ports, also Anschlüsse, werden am PC für die Steuereinheit und für das Lenkrad mit Pedalen benötigt? 2. Ein USB-Port für das Lenkrad und die Pedale und ein weiterer USB-Port für die Steuereinheit. Ja. Können mehrere Steuereinheiten gleichzeitig benutzt werden? Klar, ja. Das ist ein eigenes Gerät. Ja. Wie viele Eingabegeräte akzeptiert der Landwirtschaftssimulator maximal? Es könnte sein, dass ich mich täusche, aber ich glaube momentan sind es maximal 4. Kann man das Lenkrad und die Seitenkonsole auch in anderen Spielen verwenden? Ja, mit Sicherheit. Also Voraussetzung ist natürlich, dass das Spiel die entsprechenden Geräteachsen auch abfragt, aber prinzipiell klar. Werden kommende LS-Versionen mit dem Lenkrad kompatibel sein? Ja, na klar. Gibt es bereits einen genaueren Erscheinungstermin? Geplant ist es, dass es zusammen mit dem Gold-Add-on kommt. Das heißt, so eine Planung wäre Ende Oktober. Das ist aber noch kein finales Datum, kann sein, dass es sich noch ein bisschen verschiebt, aber es ist auf jeden Fall für das 4. Quartal anvisiert und es sollte auch klappen. Ja. Werden die einzelnen Hardware-Komponenten auch ohne Gold-Edition erhältlich sein? Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, über die Homepage von Mad Catz bzw. Cytec könnte man sie direkt jetzt schon einzeln bestellen. Wann Amazon oder wer auch immer dann Teile einzeln anbietet, weiß ich nicht. Warum kostet das Set in den USA $299 und hier, zumindest bei Amazon, nur 199 €? Es ist so, dass es hier ein Spezialpreis ist für die Einführung, eben das Gold-Add-on plus das Lenkrad zusammen. Und ja, das Wort Spezialpreis beinhaltet auch, dass es später wieder etwas mehr kosten wird. Was wird sich noch ändern? Es ist noch zu sagen, dass, so wie man es hier auf der Messe sieht, ist es noch ein Prototyp. Es wird sich also noch einiges ändern für das finale Produkt. Es wird optisch noch wertiger erscheinen und besser gemacht. Aber so ansonsten die Funktionen werden dieselben bleiben natürlich. Ja. Welche Gerätschaften enthält die Landwirtschaftssimulator 15 Gold Edition? Wir haben einmal mindestens, ich glaube, 2 Traktoren von Zetor. Dann von Rostelmash haben wir 2 Mähdrescher, einen Häcksler und dann noch ein LKW von Tatra plus ich glaube, es ist ein Miststreuer von Fahrtec. Sind bislang erschienene DLCs, also JCB, IT Runner und das neue New Holland DLC ebenfalls enthalten? Ist denn noch ein Add-on geplant, wie damals das Titanium Add-on, das dann alle bisherigen DLCs enthält? Da kann ich nichts zu sagen. Also, was ich sagen kann, ist, dass wir in den nächsten 4 Wochen noch 1, 2 kostenlose Sachen auf dem Modhub zum Download anbieten werden. Was dann aber in fernerer Zukunft irgendwann mal kommt, nichts zu sagen. Was bietet die neue osteuropäische Map? Diese osteuropäische Map es ist ganz besonders detailliert dadurch, dass das Gold-Add-on eben nur für den PC und für die neuen Konsolen kommt, konnten wir die Texturgröße erhöhen und dadurch die Qualität anheben. Das sieht
optisch einfach deutlich besser aus. Es sind auch neue Shader drin. Das heißt, das Ganze wirkt ja noch besser als der normale LS15. Welche und wie viele DLCs folgen, können Sie ja schon etwas verraten. Darf ich nicht sagen. Holme hat auf ihrer eigenen Facebook-Seite angekündigt, dass eine Holme-Erweiterung kommen wird. Gibt es bereits ein Erscheinungsdatum? Kein Kommentar. Fortschritt war ebenfalls als Lizenzpartner im Gespräch. Kein Kommentar. Wann in etwa sollen die Mods vom Mod-Contest im Mod-Hub zum Download erscheinen? Schwer zu sagen, aber ich denke, dass wir maximal, je nachdem wie viele Mods es sind, eine Woche brauchen werden, um das ein bisschen zu sortieren, eventuell nicht wirklich neue Mods auszusortieren und so weiter und das vorzubereiten, aber es sollte eigentlich nur ein paar Tage dauern. Wann kommen die bisher für den PC erschienenen DLCs auf die Konsolen? Darf ich auch nichts zu sagen. Gibt es auch wieder kostenlose Mod-Pakete? Wann soll die neue mobile Version Landwirtschaftssimulator 16 erscheinen? Die ist schon fast draußen, also am 6.8. erscheint sie für Android und iOS. Für PlayStation Vita wird sie dann im Oktober erscheinen. Zwischendrin soll sie noch für Windows Mobile erscheinen. Ja. Welche Neuerungen bietet sie gegenüber der Vorgängerversion LS14? Also sie hat natürlich die 14er Version lokalen Multiplayer-Modus. Und die wirklichen Neuerungen sind beispielsweise 2 neue Fruchttypen, also Kartoffeln und Zuckerrüben. Dann ist die Forstwirtschaft auch mit integriert. Das heißt, man kann mit den Konsomaschinen, die man aus dem 15er kennt, auch Holz ernten. Und dann wurde zumindest auf der mobilen Version der Helfer noch optimiert. Der kann also alleine von A nach B fahren und noch 1, 2 andere Geschichten. Ist ein solcher Abfahrhelfer dann auch für den Landwirtschaftssimulator 17 denkbar? So wie es in der mobilen Version umgesetzt ist, können wir es auf dem PC nicht umsetzen. Habt ihr neben dem Landwirtschaftssimulator auch andere Spiele in Planung, wie beispielsweise den Skiregion-Simulator? Kann ich auch nicht viel zu sagen. Gab es schon Gespräche über eine Oculus Rift-Unterstützung für den Landwirtschaftssimulator? Also wir haben da intern auch drüber gesprochen und sind da unterschiedlicher Meinung. Wir werden uns auf jeden Fall angucken, wie sich das Oculus schlägt und wie so die Gier danach ist. Und dann eventuell noch eine Version für bauen. Ja. Vielen Dank für das Interview, wir freuen uns auf kommende Entwicklungen. Noch viel Spaß auf der Gamescom. Wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt, durfte uns Emil noch nicht allzu viel verraten. Ein paar neue Informationen waren aber auf jeden Fall dabei. Wir würden uns über positive Bewertungen freuen. Das Video darf gerne geteilt und auf anderen Webseiten oder Foren eingebettet werden.